Willkommen CryptoFam zum Testnet vom DS10-Protokoll. Dazu vielleicht auch ein potenzieller Airdrop. Wir lassen uns überraschen und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Aber bevor wir anfangen, was ist DS10? Kurz gesagt, und zwar ist DS10 ein Protokoll, das uns erlaubt, ETFs zu erstellen und zu traden durch Smart Contracts. Wenn ihr da mehr dazu lesen wollt, schaut euch die Docs an, schaut auf Medium vorbei oder auf Twitter. Wir sind aber hier für das Testnet und wir springen direkt hier einmal rüber zum Medium-Artikel vom 11. Januar. Und zwar genau, auf Twitter sehen wir hier auch noch, dass das Testnet noch läuft. Also würde ich sagen, probieren wir es einfach aus und wir legen los. So, das erste, was wir machen, genau, könnt ihr euch hier einmal die paar Sachen durchlesen. Es gibt hier 20 Tokens, die da supported sind und wir sind hier auf dem Kovan-Testnetzwerk. Also geht hier erstmal auf euer Metamask-Wallet drauf und genau, wählt hier das Kovan-Testnetzwerk aus und dann können wir weitermachen. Das zweite, was wir machen, beziehungsweise der erste Schritt, wir drücken hier drauf, um uns 1000 Tokens von den ganzen 20 Tokens zu bekommen, die es hier gerade auf dem Kovan-Testnetzwerk gibt. Heißt, wir drücken auf Connect to Web3, drücken auf Metamask und verbinden uns hier unser Metamask-Wallet auf Weiter und auf Verbinden. Nachdem wir dann hier auf der Webseite verbunden sind, können wir hier unten auf Withdrawal drücken, drücken auf Write und sind noch nicht verbunden. Genau, jetzt sind wir hier verbunden mit unserem Wallet und können hier auf Write drücken. Dann öffnet sich hier unser Fenster. Wir drücken auf Bestätigen und können uns so dann unsere 20 verschiedenen Tokens holen. Nachdem wir das dann gemacht haben, beziehungsweise wenn ihr gar kein Test Ethereum habt, was ihr natürlich braucht, könnt ihr hier auf das Faucet gehen und zum Beispiel hier eure Metamask Wallet Adresse kopieren. Zack, zack, zack. So, aktivieren wir das auch nochmal. Wir drücken auf Claim und dann habt ihr direkt auch noch ein bisschen Ethereum, was ja immer für die Gebühren und braucht. Heißt hier, ich glaube, das kam jetzt, weil ich das zweimal gemacht habe. Können wir aber gerade mal kontrollieren. Und zwar sehen wir hier die ganzen Contract-Adressen von den einzelnen Tokens. Und da ich jetzt zum Beispiel weiß, dass ich kein ADA auf dem Kovan-Testnetzwerk habe, kann ich ja gerade mal probieren, um zu sehen, ob es da ist, ob die Transaktion geklappt hat. Heißt, wir gehen hier auf Token importieren, geben das hier ein, sehen hier ADA, hinzufügen und sehen, wir haben 100 ADA. Genau, hier steht zwar 1000 von allen, kann gut sein, dass sie das geändert haben, aber das sollte uns nicht aufhalten und hier sind wir eigentlich fertig. Genau, jetzt müssen wir hier weiter zum Testnet gehen und das können wir ganz einfach auch hier so rum machen, indem wir auf den Twitter-Account gehen, hier auf test.dsyn gehen. Vielleicht spreche ich es falsch aus, vielleicht aber auch nicht. Egal. Genau. Auf jeden Fall, wir sind dann hier auf der Webseite. Ihr verbindet euch hier ganz normal mit eurem Wallet. Genau. Und wartet ihr, bis ihr verbunden seid. Dann könnt ihr hier mal ein paar EFTs exploren und hier ein paar Pools, wenn alles mal laden würde. Was wir hier aber machen, könnt natürlich erstmal aufs Dashboard gehen. Seht, ihr habt hier keine EFTs. Könnt hier auf Create gehen, drückt auf Create EFT und wir müssen 2 Tokens auswählen. Da wir jetzt genau alle 20 Tokens hier haben, können wir zum Beispiel einfach hier mal auf Luna drücken und auf ADA, drücken auf Select und sehen dann, wir haben eine Balance von 100. Was wir dann hier machen können, ist zum Beispiel den Amount, sagen wir 20 eingeben. Genau. Hier 2020 heißt, sind 50% und hier sehen wir den einzelnen Preis. Heißt, wir drücken auf Next oder genau 0,5. So, jetzt haben wir hier die Weights bei 20, die Prozent ist bei 50 und der Amount hier 0,5 Luna. Dann sind das hier auch 45 ADA. Heißt, dann können wir auf Next drücken, können hier den Namen machen, zum Beispiel Noah Crypto Test NCT. Initial Number of Shares machen wir es auch mal bei 100, könnt ihr dann auch welche holen. Managers Rights, bla 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 bla. Lassen wir einfach alles mal so. LinkedIn können wir auch so lassen. Mein Twitter, genau, können wir theoretisch einfach mal hier reinkopieren. Brauchen wir nicht. Können wir aber natürlich machen.
heißt hier mein Twitter und dann we are gonna make it. Das ist die Summary. Machen wir es auch in die Description rein. Agreeen hier und können auf Next drücken und können dann hier unser EFT erstellen. Drücken auf Unlock Luna. Dann öffnet sich natürlich wieder unser Metamask Wallet, das wir dann wieder bestätigen müssen. Wir drücken auf Bestätigen und warten dann, bis das Ganze geladen ist. Dann können wir unser EFT publishen und dann können das auch Leute gleich hier vorne bei Explore sehen. Jetzt müssen wir das gleiche noch kurz bei Cardano machen. Heißt, wir lassen das Ganze laden, drücken dann auf Bestätigen und sehen dann jetzt gleich, wenn wir beides approved haben. Einen Moment, genau. Hier können wir jetzt auf Create drücken, drücken auf Continue und dann öffnet sich wieder unser Metamask Wallet, das wir dann hier gleich wieder auf Bestätigen drücken. Und dann warten wir einfach nochmal kurz eine Sekunde und dann sollte unser EFT erstellt sein und wir können das bei unserem Dashboard sehen. So, genau. Dann lasse ich das einmal ganz kurz laden, mache einen Cut rein und wir sehen uns gleich. Da ich das gerade aus Versehen weggeklickt habe, es aber noch nicht created ist bzw. erstellt wurde, machen wir einfach mal kurz mit dem Pool weiter und wir suchen uns hier wieder zwei Tokens aus. Einmal LTC und einmal Solana. Ist ja natürlich egal. Wir machen die Weights wieder auf 20 und bei dem Amount machen wir das mal auch mit 20. Sollte in Ordnung sein. Heißt, wir drücken wieder auf Next. Wir drücken auf I agree und dann auf Next und müssen dann wieder das LTC anlocken und das Solana, glaube ich. Jetzt sind wir hier auf einem falschen Netzwerk. Genau, jetzt weiß ich nicht, was da passiert ist. Eine Sekunde. Wir drücken hier wieder aufs Cora-Netzwerk. Genau. Und warten dann hier, bis sich unser Metamask Pop-up hochkommt und können das Ganze dann bestätigen. Ich würde die Seite noch ganz kurz neu laden, da ich ja gerade eben das Netzwerk gewechselt habe und es natürlich sein kann, dass es daran liegt. So, 20, 20, 20, 20, zack, zack, I agree, next und unlock soll. Dann öffnet sich unser Metamask Wallet, wir akzeptieren das und warten dann einfach nochmal einen kleinen Moment. Jetzt sollte das Solana gleich unlocked sein. Hier genau nochmal das LTC, das ja gerade nicht geklappt hat. Drücken auf Bestätigen und lassen das laden. Dann können wir gleich auch wieder auf Create Pool drücken und das sollte dann auch der Pool gewesen sein. Jetzt müssen wir nur noch kurz laden, bis das approved ist und drücken auf Genau, hier könnt ihr alles selber durchlesen. Lese ich euch jetzt aber hier nicht laut vor. Genau, wir drücken wieder auf Bestätigen und müssen dann nur noch warten, bis unser Pool created ist. Wir könnten hier mal aufs Dashboard schauen. Meine EFTs sind noch nicht da und meine Pools auch noch nicht. Wir können mal hier auf Exchange draufdrücken. Dann könnt ihr hier eure Token swappen. Brauchen wir hier ja aber nicht. Hier könnt ihr verbaut gehen noch etwas durchlesen. Aber wie gesagt, ich mache hier mal nochmal einen kleinen Cut rein, um zu gucken, ob hier gleich meine EFTs und mein Pool angezeigt werden. Und dann sollte es auch mit dem Video sein. Genau, ich lasse jetzt hier noch einmal laden und dann sehen wir uns gleich nochmal. Ich habe jetzt hier ein paar Minuten gewartet, ist noch nichts gekommen. Ich muss aber leider los. Deshalb halte ich euch auch bei Twitter auf dem Laufenden, ob hier meine Pools ohne EFTs erstellt werden. Macht's nach, schreibt in die Kommentare, ob es bei euch gepasst hat. Und ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein.